eine WFA-eigene globale Liga, die World League. Es geht ja nur ums Geld. Elli Kallis lernt an der Berufsfachschule für das Holz- und Elfenbein verarbeitende Handwerk in Michelstadt die Elfenbeinschnitzerei. Ein ziemlich ausgefallenes Handwerk mit einem Material, das mindestens 10.000 Jahre alt ist. Mit Mammutstoßzahn. Ich wäre da sehr ehrfürchtig, weil man sich vorstellt, es war nur ein Stoßzahn von so einem riesigen Tier. Und auch wie alt es ist. Und also es ist eher ein Privileg, finde ich, damit zu arbeiten zu dürfen und zu können. Altes Handwerk liegt im Trend. Sie schmieden Gold, machen wunderschöne Holzblasinstrumente, brauen hochtechnisiert Bier mit Liebe, ermöglichen als Hufschmied Pferden einen gesunden und sicheren Gang und sie schnitzen Kunstvolles aus Mammutelfenbein. Das Pferd, das die 22-Jährige fertigt, ist die Kopie eines der ältesten Kunstwerke der Menschheit. Den Auftrag von der Uni Tübingen dazu hat Elfenbeinschnitzer Bernhard Röck für seine Werkstatt angenommen, in der Elli ein Praktikum macht. Hier sieht man einen 3D-Abguss von dem Originalfund. Der ist ungefähr 40.000 Jahre alt und wurde in der Schwäbischen Alb gefunden, in der Vogelherdhöhle. Und wir tun nämlich heute und jetzt besonders in den nächsten Wochen diese Originalfundstücke aus der Eiszeit, diese Eiszeitkunst, nachempfinden. Das ist eine sehr dynamische Figur und da hilft eben so ein Abguss und halt die ganze Technik mit Scannen und Drucken hilft einem einfach enorm beim Arbeiten. Das ist voll die coole Möglichkeit, weil man es halt auch genau in der Größe haben kann und ganz unbeschwert damit arbeiten kann. Das Pferd ist nur eins von 22 verschiedenen eiszeitlichen Kunstwerken des Auftrags für eine Wanderausstellung der Uni Tübingen. Besucher sollen damit auch das haptische Gefühl für die Kunst von damals bekommen. Es ist super faszinierend zu sehen, wie die Menschen schon damals sich selbst, ihre Umgebung, vielleicht auch ihren Glauben da einfach ausgedrückt haben. Und wenn man auf diesen Spuren wandeln kann, ist einfach schön. Fühlst du dich da manchmal ein bisschen zurückversetzt sogar? Oder? Ja, also ich muss sagen, bevor ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, hätte ich auch nie gedacht, also man hat ein bisschen dieses primitive Bild auch. Und das hat sich also wirklich total geändert, wenn man diese Kunstwerke sieht, die total schön sind in ihrer ganzen Ästhetik, die wir auch heutzutage noch als richtig, richtig schön wahrnehmen. Da denkt man natürlich schon drüber nach. Der Mensch, der da saß und wirklich noch mal länger geschnitzt hat mit Hand, was ging dem so durch den Kopf und so und was war das wirklich für diesen Menschen auch? Mammutelfenbein ist für Elli ein ganz besonderes, lebendiges Material. Die Schule in Michelstadt ist die einzige in Deutschland, wo man das Handwerk noch lernen kann. Denn der Odenwald ist seit gut 300 Jahren das Zentrum der Elfenbeinschnitzerei Deutschlands. Komm gerne mal mit. Hier lagert nämlich tonnenweise, gefühlt kistenweise, das Mammutelfenbein. Und das hier ein bisschen nach Größe sortiert. Also hier unten haben wir ganz große Stücke noch. Noch mal eins rausholen. Das sieht man eben auch. Auch diese Kegel, die sich dann hier rauslösen. Aber kann man damit wirklich was anfangen? Weil es sieht ja so zerklüftet aus. Ja, aber wenn man hier guckt, ist es dann doch massiv. Also es ist halt immer unterschiedlich, wie viele Risse drin sind. Und das prägt natürlich das Arbeiten auch, dass man immer schaut, was kann wo reinkommen. So ein kompletter Mammutstoßzahn ist doch eher selten zu bekommen und dazu sehr teuer. Gibt's davon eigentlich noch genug? Man hat in Sacha, das ist in Sibirien, ein autonomer Staat, der etwa so groß ist wie Westeuropa, hat man vor 40 Jahren etwa Hochrechnungen gemacht, wissenschaftliche Hochrechnungen, ist da allein auf diesem Gebiet auf 700.000 Tonnen gekommen, die noch im Eis sind. Und aktuell werden etwa 100 Tonnen jedes Jahr eingesammelt. Wege, Eisenbahn oder Straßen oder sowas gibt es nicht. Es kann nur mit Hubschrauber dann abtransportiert werden. Und das ist alles das, was nachher das Material letztendlich auch teuer macht. Für Ellis Berufsleben ist davon auf jeden Fall noch mehr als genug da. Neben Kreativität und handwerklichem Geschick muss man für dieses Handwerk vor allem eines noch mitbringen.
Da ist das eigene Interesse das Ausschlaggebende schlechthin. Und bei ihr? Bei ihr glaube ich, dass das noch wächst und dass das schon erheblich mehr vorhanden war als bei allen anderen, die ich bisher in der Werkstatt hatte. Ich finde es zum einen das Material richtig schön, weil es halt was Natürliches ist und immer unterschiedlich ist. Und eben, weil es halt auch so eine krasse Geschichte schon hat. Also was für tiefe Wurzeln da von der Menschheit mit drinne liegen. Das finde ich richtig interessant. Und wenn man halt mit dem Material arbeitet, es ist sehr robust und viel stabiler als Holz. Und deswegen kann man eben auch diese typischen ganz kleinen, fragilen Elfenbeinarbeiten, deswegen gibt es die eben auch, weil das durch diesen Wuchs, der so über Kreuz ist, sich so richtig stabil macht. Und das ist einfach toll, weil da einfach so viel drin möglich ist und weil es so komplett kreative Entfaltung möglich macht. Ja. In der nächsten Folge begleiten wir Tobi, einen jungen Hufschmied mit der Mission, das Leben möglichst vieler Pferde zu verbessern und der schon jetzt das Wissen seiner Handwerkskunst weitergibt. Warum kann es die Weltmeisterschaften nicht jedes Jahr geben? Eine WFA-eigene globale Liga. Die World League. David hat Beweise gesammelt, um die World League zu verhindern. Die lassen sich kaufen. Wie viel wird es mich diesmal kosten? Es geht ja nur ums Geld.